Hier oben auf dem Pass. Es pisst. Das ist arschkalt. Jetzt gehen wir mit dem Schäfer mit. Man sagt uns hier aus jeder Richtung, da oben gibt es Wildschweine und Schnee. Und das wäre alles nicht so cool und deswegen sollen wir es doch lieber lassen. Ist ja irre. Da fahren wir jetzt durch. Uns gerade ein Mann von der Straße gewunken. Der war total nett, hat ein bisschen mit uns geratscht auf Französisch. So viel wie ich verstehen konnte, hat er gesagt, ja, schon ganz schön kalt hier und dass es in den Bergen schon Schnee hat. Da, wo wir hinfahren. Trotzdem möglich ist, da durchzufahren. Ist halt anstrengender mit dem Fahrrad, hat er gesagt. Ja, und hat uns noch eine schöne Reise gewünscht und jetzt sind wir wieder auf dem Weg. Und zwischenzeitlich hat uns der Helfershelfer von der Polizei überholt mit seinem Moped. Ja, der guckt wieder, dass wir noch da sind. Ja. Hat auch ganz kritisch den Mann angeschaut, ob der Mann uns vielleicht ausraubt oder sowas. Aber der war sehr freundlich und hat uns nicht ausgeraubt. Es geht den Berg runter, immer geradeaus. Maximal 60, da muss ich aufpassen, dass ich nicht schneller fahre. Jetzt blitzen sie mich am Schluss noch. Ah, ist das schön, ey, da hinten liegt Schnee. Das ist unglaublich. Richtig cool hier. Jetzt war es eine Weile ruhig. Und ich dachte schon, wir haben endlich unsere Ruhe, aber nö. Gerade haben wieder zwei gehalten in einem weißen Auto. Der eine meint, er ist von der Nationalgarde oder sowas. Und wir sollen ihm doch hier Royal, genau, von der königlichen Armee oder irgend sowas. Und wir sollen ihm doch mal unseren Pass zeigen. Ich habe ihm aber gesagt, dass ich ihm den nicht zeige, solange ich nicht von ihm weiß, ob er wirklich dabei ist. Dann zieht er mir ein Foto raus auf seinem WhatsApp von ihm in irgendeiner Uniform. Keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht einschätzen, aber ohne Pass zeige ich ihm meinen jedenfalls mal nicht. Wir haben festgestellt, die machen hier alle Fotos, wenn man denen den Pass zeigt. Und ich habe da eher kein Interesse, dass Hinz und Kunz ein Foto von meinem Pass hat. Genau. Und ja, nachdem mal dann nichts passiert ist, sind wir einfach auf die Räder gestiegen und weitergefahren. Dann hat er gesagt, ja so okay, und ist auch gegangen. Das zeigt mal wieder, dass mein Gefühl richtig war. So, und jetzt fahren wir einfach mal weiter und schauen. Wahrscheinlich sucht er sich jetzt irgendwen, der das Ganze nochmal mit uns macht. Also es ist schon wieder soweit. Aber diesmal sind es die echten. Schauen wir mal, dass wir es ein bisschen versteckt gefilmt kriegen hier. Der was? Ja? Ich hoffe, man konnte es ein bisschen sehen. Also, das waren jetzt richtige Polizisten. Da hat man auch eine Uniform gehabt und eine Knarre. Ja. Da war ein Ausweis nicht unbedingt nötig. Das war auch ein richtiges Auto. Hat gepasst. Wir waren sehr freundlich, wollten einfach nur mal wieder unsere Security checken. Haben sich unseren Ausweis angeguckt. Waren wirklich nett. Der eine hat uns noch eine Empfehlung gegeben. In die Richtung ist ein See, der sehr schön ist. Jedenfalls waren die super nett. Haben auch gesagt, dass die ganze Gegend hier um Taza absolut sicher ist. Gar kein Stress. Wir sollen viel Spaß haben und einfach weiterfahren. So gefällt mir das. Schauen wir mal, die nächsten erzählen uns wieder, dass wir ab der nächsten Ecke abgemurkst werden. Geht wahrscheinlich immer so weiter. Ja. Ich hoffe, man kann es sehen, da drüben ist Schnee und wir haben wieder Begleitschutz. Also der fährt irgendwie hinter uns her und wieder voraus, alles, er ist ganz nett. Wir fragen ihn demnächst mal, ob er vielleicht ein Foto mit uns machen kann. So, jetzt wollen wir mal schauen, hier kann man es gleich sehen, da drüben liegt Schnee. Da fahren wir hoch. 2300 Meter. Super geil hier hoch. Uiuiui. Aber es fehlt der Asphalt an manchen Stellen. Aber die Aussicht ist bombastisch. Schlimm ist nur, wenn es nach unten geht, bedeutet es meistens, dass man es teuer bezahlt beim nach oben fahren wieder. Da vorne ist unser Begleitschutz. Dass wir auch gar nicht verloren gehen irgendwo. So, da ist er. Weißes Auto. Der folgt uns jetzt wahrscheinlich auf ewig.
Da kommt die Mini an. Und da oben ist der Begleitschutz. Ach Leute. Die haben ja nicht mal eine Waffe. Die wollen doch einfach nur wissen, wo wir langfahren. Super, Mini. So, und da hinten ist der Begleitschutz. Und wo fährt er denn jetzt lang? Oh, jetzt ist er weg. Total lieb. Jetzt hat gerade eine Frau angehalten mit ihrem Auto. Hat gefragt, ob bei uns alles klar ist, ob uns gut geht. Und die hat uns jetzt hier ein Brot geschenkt und ist wieder super weitergefahren. Wir sehen, dass wir Pause machen und Öl und Brot essen und ja, total nett. Sehr, sehr nett. Also die Leute, die wir bisher getroffen haben hier auf unserem Weg, die sind alle so herzlich und so nett. Ja, es ist wunderbar hier zu fahren und wir haben auch mittlerweile wunderhafte 17 Grad im Schatten. Das ist toll. Das ist echt schön. Unser Begleitschutz hat sich irgendwie versteckt oder so. Ich weiß nicht warum. Er ist jetzt aktuell nicht da. Es kann auch damit zusammenhängen, dass es hier nur einen einzigen Weg gibt und dass er vielleicht am anderen Ende wartet. Das ist gut möglich. Genau, wir haben jetzt Mittag gemacht und fahren jetzt weiter. Und es gibt hier irgendwo diesen See, der nochmal sehr schön wird. Aber ich gehe mal davon aus, wir haben jetzt 1:15, dass wir es nicht nach Tasa schaffen. Das sind einfach zu viele Höhenmeter. Man sieht es ja hier ein bisschen. Das ist schon ganz schön heftig. Hallo! Richtig cool. Wir haben einen Chameleon entdeckt. Ja. Aber gut, dass hier nicht so viel los ist. Wahnsinn. Ich habe mir schon gedacht, was ist denn das, eine Echse? Und dann habe ich aber gesehen, dass es so Wahnsinn. langsam ist. Ja, genau. So cool. Ein paar Sekunden später. Oh, you will sit here tonight, no? Maybe, know. yes. I Here? don't know. Fatigué, très fatigué. Ja. So, maybe. Donc vous partez à Baboudir, non? No hotel. No hotel. Non, pas d'hôtel. Donc vous restez cette nuit ici? Non? Ou là vous partez après? Camping. Camping? À camping, yeah. here? Aha. Ici? Ici? D'accord. Ah, d'accord. For tonight? Yes. Only tonight. Only Only tonight. tonight. Yeah, And and then, Tomorrow cycling Tasa. yeah. Taza. Tomorrow Taza? Tomorrow Tasa. Okay, Yeah, okay. is that okay? Okay. Allez. Okay. You staying here tonight or you going? No, I will return. Okay. Yeah, because we are always followed by People. people and we don't know why. So it's and we are not sure if you're a policeman or if you're a Stranger. stranger. No, I'm not a so, stranger. I don't take my... Yeah, my- okay. You're the Yes. first one who showed us the ID. Okay. So you gonna stay here for rest. tonight? Yeah. I guess so. Yeah. Okay, not a problem. What are you doing? You Huh? going home? You going back? Me? Yes. Yes, I'm going. Okay. Okay. Just So for is this the okay here? information. So it's okay. Yes, it's This is a okay. safe place. Yeah, it's okay, but vous n'allez pas partir à l'hôtel, au relais, non? Ah, no. okay. Camping. Camping. Yeah, Hey, It's we. beautiful here. So Yeah. camping. Yes, very nice. Morocco, I love it. Yeah. 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 So That's welcome. okay. No problem. Thank you, Okay. Shukran. Inside. Shukran. Ja, ihr habt das mitgekriegt. Das ist der erste mit ID. Das Ja, ja, schon. Aber das nächste Mal machen wir ein Foto von der ID. Das habe ich ganz vergessen. Ich Ja. meine, er kann uns alles zeigen. Wir können das Zeug nicht mal lesen. Ja, aber das mir hat gerade ausgeschaut aufgefallen. Wie ein Zoo-Officer stand drauf. Also Ja. das ist, War auch er drauf, oder? Auf dem Bild so. Nicht gerade Ausweis. Ja, jedenfalls, also wir haben uns gerade ein bisschen versteckt und mit den Verstecken gespielt. Da vorne haben wir das Chamäleon gefunden und danach haben wir uns gedacht, so nee, komm, die Gegend wird hier immer hobbeliger, sodass man nicht mehr vernünftig zelten kann. Und deswegen campen wir jetzt hier. Und er war dann ganz interessiert und dann haben sie uns gesucht und kurz verloren, da haben wir schon fast gewonnen gehabt. Aber dann hat uns sein Kumpel im Gebüsch entdeckt und jetzt kam er vorbei und mal gucken, ob das, ja. Also das ist jetzt ganz offiziell. Wir können hier schlafen. Also Wildcampen in Marokko ja gar kein Thema, das ist völlig gang und gäbe.
Das ist gar kein Problem, da reden die ja nicht mal drüber, sondern nur wenn Touristen das machen, dann ist es was anderes. Da muss man mal gucken, ob alles gut ist. Und jetzt haben wir hier uns den verstecktesten Platz überhaupt gesucht. Hier so auf einer Anhöhe. Das sieht man eigentlich nicht. Die Räder tun wir noch ein bisschen zudecken. Und ja, jedenfalls haben wir die gefragt, wann wir morgen weiterfahren. Alles war ganz nett. Er hat uns ja auch seine ID gezeigt. Hier sein Pass. Wir machen jetzt Essen und dann ist gut. Irgendwann später. Ja, und es kam exakt, wie ich es mir selber prophezeit habe. Er kam wieder zurück. Der vorhin gesagt hat, ja klar könnt ihr campen, es ist safe. Und er hat gemeint, ja, er hat gerade mit seinem Officer geredet und es ist hier doch überhaupt nicht safe. Und wir sollen doch bitte unbedingt woanders hinfahren, in ein Hotel oder so. War klar, aber wir haben gesagt, wir bleiben hier, wir fahren sicher nirgendwo, keinen Meter mehr hin. Wir haben heute wirklich verdammt viel Höhenmeter gemacht. Und ja, jetzt lässt er sich irgendwas einfallen und vielleicht schlafen sie auch hier. Wahrscheinlich werden sie genau das tun. Gucken wir mal. Alles gut gelaufen. Gell, Mini? Ja. Ah, das ist furchtbar. Hier oben auf dem Pass. Es pisst. Es ist arschkalt. Oh, es ist wirklich arschkalt. Jetzt haben wir sind jetzt knapp auf 1000 Metern. Oh, es ist so entsetzlich kalt. Und der Weg ist schrecklich. Und jetzt gehen wir mit dem Schäfer mit. Okay. Das ist ja unfassbar hier. Heute. Das ist ein scharfer Weg. Okay. Ja, unfassbar. Ja. Also, nochmal zusammengefasst. Wir sind den Berg hoch und das Wetter wurde immer schlechter und jetzt sind wir so auf knapp 1000. Und es ist total beschissen. Jetzt haben uns ein paar Bauern eingesammelt, Schafhirten, und sitzen chillig am Feuer. Merci. Ah, okay. Und dann da? Ja? Das ist hier alles Grieß. Okay. Ja, es ist viel passiert. Ich habe bisher noch nicht die Zeit gehabt zu filmen. Jetzt haben sie uns dieses Zimmer hier gegeben, in dem wir schlafen können. Ich vermute ja ganz stark, dass es ihrs ist. Aber sie lassen sich auch von nichts abbringen. Also wir haben noch gesagt, so Leute, wir haben ja alles. Wir können auf dem Boden schlafen, das sind wir gewohnt, das machen wir jeden Tag. Das ist für uns gar kein Ding. Und ihr sollt bitte in eurem Bett schlafen. Aber das ist wieder diese Gratwanderung zwischen unhöflich sein, weil man es nicht annimmt, und zwischen höflich sein, weil man weiß, diese Leute haben nichts anderes. Und da muss man halt immer sehr aufpassen, dass man sie nicht beleidigt und so weiter. Und jetzt haben wir es doch angenommen, weil sie darauf bestanden haben und so weiter. Aber so schaut das Zimmer mal aus. Es ist sehr gepflegt, muss ich sagen. Sie haben so sauber und so. Deswegen, daran merkt man auch, hier hängt seine Garderobe, da hängt ein Teil von ihrer Garderobe und so. Also das ist schon, ja, auch so mit Spiegeln und allem. Das ist schon, und ein kleiner Schrank und alles schon ordentlich. Wie das so wird. Auf jeden Fall ist es super lustig. Wir sprechen kein Arabisch oder so. Aber das ohne Wörterbuch kann man jedem nur empfehlen. Das hat für einen Heiden Spaß gesorgt hier. Wir sind alle Bilder durchgegangen und sie haben uns Sachen erklärt, wir haben ihnen erklärt, so Bilder, die sie nicht gekannt haben. Und ja, jetzt sitzen wir am Feuer und unterhalten uns mit Händen und Füßen. So, die anderen sind schon voraus, kurz. Er hilft ihr schieben. Da vorne sind sie. Aber mir ist das mit dem Schieben zu blöde, deswegen fahre ich lieber. Ich hasse Schieben. Nur dann, wenn gar nichts mehr geht. Aber das hier geht voll. Also, wir haben uns jetzt verabschiedet von der Familie. Die waren super happy. Da ist sie, oder? Heute. يلا دوسي انا شغلنا انا كذب Ja, ist schon ein harter Alltag, den wir hier führen. Definitiv. Es war viel mehr Zeit.
als wir, aber keine Annehmlichkeiten. Wo ist denn das? Alles viel zeitintensiver machen. Das Wasser zum Händewaschen morgens, zum Wasserkocher warm machen. Also was. Aber es war richtig schön. بابو يدير نو نو اغوش اهل بودريس بابا زهر ودا مليل تازا. Gut, hier waren wir gestern. Halt gleich mal anderen Wackeltraininger. Hier hat er uns auch gesammelt. Ist nicht so weit von meinem Haus weg, aber schon geländemäßig ziemlich anspruchsvoll. Hier rechts in diesem heruntergekommenen, ich weiß nicht, was es mal war, vielleicht für Schafe, Ziegen, keine Ahnung. Hier in dem rechten, da haben wir uns gestern untergestellt und geguckt, ob wir irgendwie den Regen ausharren können. Da kam er vorbei mit seinen ganzen Schafen, ganz große Augen gemacht, gesagt, das wird nicht besser, wir sollen auch mitkommen. Also wir haben jetzt gerade den Hamid und seine Familie verlassen. Da haben wir gestern noch schön Tee getrunken. Die Frau von ihm hat uns noch Pommes gemacht. Das war echt lustig. Pommes und Brot mit Olivenöl natürlich. Und ja, genau, dann sind wir ins Bett gegangen. Ich glaube sogar, dass wir das Ehebett von den zwei bekommen haben. Wir durften aber nicht woanders schlafen. Wir haben angeboten, dass wir auf unseren Matratzen schlafen, aber das war natürlich nicht gewünscht. War super nett bei der Familie. Heute haben wir noch zusammen gefrühstückt. Aber wieder frisches Brot mit Olivenöl, marokkanischen Tee getrunken. Jetzt hat er uns gerade noch bis zur Ecke runter begleitet und uns gesagt, wie der beste Weg nach Tesa ist. Ja, und jetzt fahren wir weiter. Jetzt haben wir heute Glück mit dem Wetter, kein Regen, aber die nächsten 4 Tage soll es wieder losgehen. Ja, und das mit den Pommes ist jetzt nicht so eine europäische Sache, dass sie sich denken, die brauchen Pommes, sondern das ist da eher, dass die das alles selber auch essen. Also das ist in Marokko ziemlich verbreitet, dass die einfach ihre Kartoffeln frittieren und ja, haben dann Pommes. So, ja, keine Ahnung, keine 15 Minuten und schon ist der Leitschutz wieder da. Und diesmal mit dem Auto und diesmal sehr nervig, weil er, keine Ahnung, 3 Meter hinter uns fährt. Bonjour. Ah, und das wäre unser Weg über den Pass, Hamdruck. Oder aber. Oder da, aber. wo der Schnee liegt. Ja, genau, da wo der Schnee liegt. Oder aber so und Tazar und dann Gressiv. Nochmal außenrum hier. Ja, weil das hier voll in den Bergen ist. Oder wir fahren da rum. So, und ja, keine Ahnung, du jammerst dir die Hosen voll, oder? Also ja. ich würde gerne über den Pass fahren, aber gut. Dann fahren wir halt da vorne links. Nach Gressiv, wie heißt es? Agos? Wobel du irgendwas, deine Nase drauf. Ja? Ja? Und dann müssen wir aber halt hier am National Highway entlang, gell? Das wird nicht so schön und spaßig. Aber da kommen wir schneller voran. Ja, schon? Ja, Agos. Oh Gott. Agos. Madame Lille. Madame Lille. Vous, Agent, oui, pourquoi? agent d'autorité. Autorité? Oui. Ah, sécurité. Agent d'autorité Sheikh. Au Maroc, الذي شيخ مقدم. Er hat den Auftrag, uns zu folgen. Aha. So, hier, wow. Aha. Okay. Ich weiß noch nicht genau. Wahrscheinlich weil très dangereux. Très dangereux. Okay. Non, non, c'est dans votre sécurité. Il y a le froid. Froid? Oui, le froid. Ah. Surtout sur cette route vers Babouïdir, les risques du froid. La nuit. Le risque du froid? Oui. À Babouïdir. Seulement la forêt, il n'y a pas de village. Okay, also Jusqu'à Babouïdir. nur im Babouïdir ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch zu erfrieren und in den Villages, in den Dörfern nicht. Okay. Fahren wir halt National Highway. Na gut. Von mir aus, wenn. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir erfrieren mit den Schlafsäcken, aber können ja nicht. Ja, egal. Gut. Er ist da, damit wir nicht erfrieren. Das ist auch eine neue, interessante Gedanke. Das macht schon Sinn auf ein paar mehr Höhenmetern, aber hier, es hat 6 Grad. Das ist jetzt für uns schwierig zu erfrieren. Vielleicht auf 2200 Metern dann, aber so nicht. Egal. Bis gleich. Oh, da ist er wieder. Also die ganze Zeit schon. Der ist sehr penetrant. Der passt schon auf, dass wir nicht erfrieren. Wirklich in Abstand von 5 bis 10 Metern hinterher.
nervig nur der Motor. Wir fahren ja extra diese Wege hier, damit wir keine Autos haben. Und es ruhig ist und angenehm. Und jetzt blubbert der da mit seinem VW hinterher und der stinkt. Auch wenn der Rückenwind ist, das riechst du sofort und es ist laut. Und es ist unangenehm. So, mal schauen, was jetzt passiert. Jetzt müssen wir nämlich links abbiegen. Wie viele Kilometer? 25. Die sagen alle, da oben liegt Schnee. Richtig fieser Schnee. Ja, angeblich 1-2 Meter hoher Schnee. Man sagt uns hier aus jeder Richtung, da oben gibt es Wildschweine und Schnee. Und das wäre alles nicht so cool und deswegen sollen wir es doch lieber lassen. So, ab jetzt geht es 15 Kilometer bergab. Von hier diesen 879 runter auf 300 irgendwas. Und ja, warm anziehen, bergab. 15 Kilometer bergab. Warm. Die Gegend hier ist unglaublich. Ich sehe das. Hier Canyon. Also den ersten Teil bergauf haben wir jetzt geschafft. Das war ganz schön anstrengend. Jetzt machen wir Mittagspause. Und zwar haben wir hier noch Reste von vorgestern Abend. Super. Mit Linsen und Kartoffeln. Und die futtern wir jetzt auf mit noch ein bisschen Brot. Und dann geht's weiter und genau dieselbe Strecke nochmal bergauf. Ja. Hier ist es zwar wärmer, also es hat jetzt in der Sonne hat es um die 19 Grad sowas, aber leider ist halt Auto und Straße. Das war im Gebirge nicht so, da war nichts los, wunderbar, klare Luft. Hier ist halt angenehmer zu fahren, aber also sagen wir mal so bequemer, ist nicht so steil, aber das Gebirge war schöner. Inzwischen. Also da war gerade wieder Schichtwechsel oder so und also ja, wieder Passport und so. Wir haben jetzt gemerkt, dass wir nicht erfrieren und fahren jetzt weiter und ja, das Übliche. Wüste! Willkommen in die Wüste. In der Wüste wird es dann lustig, da habe ich schon einen Plan, wie ich sie abhängen kann. Also bisher verging kein Tag, wo wir nicht einmal den Pass vorzeigen mussten und kontrolliert wurden oder keine Eskorte hatten müssen. Deswegen fahren wir hier durch die Wüste, wo weit und breit kein Schnee, keine Wildschweine und es hoffentlich auch nicht dangerös ist. You like our work? Become a patron and get your hands on exclusive Patron-only content. Now on patreon.com/vagabondsworld.